Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Männicke. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von ESTV, heute mit dem Thema Fondskongress. Die Weltbörsen stehen vor wichtigen politischen Entscheidungen, aber nicht nur die Weltbörsen. Ja, schön, dass Sie wieder da sind. Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich zu einer weiteren Folge von ESTV, heute mit dem Thema Fondskongress Mannheim. Darüber würde ich gerne berichten, denn da war ich persönlich da gewesen. Die Weltbörsen stehen vor sehr wichtigen politischen Entscheidungen, aber nicht nur die Weltbörsen, sondern wenn man so die gesamte Weltwirtschaft. Das ist einmal der Brexit. Premier May ist ja jetzt unterwegs in Irland, Nordirland, versucht dort den sogenannten Backstop durchzubekommen, also offene Grenzen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich den US-Handelskrieg weiterhin mit China und Trump wird heute reden zur Lage der Nation. Da wird er natürlich sagen, was er Tolles schon alles geleistet hat in einem Jahr und wie es auch positiv natürlich weitergeht. Und die Chinesen werden schon klein kriegen, so ungefähr. Auch in Venezuela werden wir den Präsidenten schon klein kriegen. Da werden wir möglicherweise sogar einmarschieren mit militärischen Mitteln. Ja, da droht er zumindest damit. Also auch Venezuela mit Maduro, eine nicht ganz unwichtige politische Entscheidung, wobei das möglicherweise dort sogar zu einem Stellvertreterkrieg hinauslaufen könnte. USA gegen Russland. Das haben wir indirekt ja schon in Iran, in Syrien, in Jemen, in Ukraine. Die USA und Russland haben unterschiedliche Interessen, Machtinteressen, Rohstoffinteressen und kommen sich da immer wieder in die Quere. Nun, der Atomabrüstungsvertrag ist auch aufgekündigt worden seitens der USA. Die Russen haben da auch gleich gesagt, okay, den kündigen wir auch auf. In den letzten 6 Monaten sollen Gespräche stattfinden, ja hoffentlich positive, denn wir eine neue Aufrüstungsspirale, die wäre nicht nur sehr teuer, sondern auch nicht ganz ungefährlich für Europa und die Weltbörsen. Denn der Kalte Krieg, wollen wir nicht hoffen, aber könnte auch mal zu einem heißen Krieg werden, wie wir es hier schon an vielen Stellen der Welt erleben, wie in Syrien, wo es ja, weiß Gott, noch nicht befriedet ist, wo verschiedene Interessengruppen versuchen, da ihre Interessen durchzusetzen, auch mit der militärischen Option, die Trump jetzt wieder ins Aussicht stellt in Venezuela. Und da haben sie ja schon mal öfters einen Putschversuch gemacht in Venezuela. Venezuela hat die größten Ölreserven der Welt und ist sehr bedeutender Ölproduzent, aber natürlich stark eingeschränkt auch durch die US-Sanktionen und die US-Einmischung, die es schon vorher gab. Vorher waren sie schon in starken Verbindungen Venezuela mit den USA, aber jetzt hat sich das Blatt ja gewandelt unter Maduro schon vorher. Das sind weitere interessante Themen. Natürlich auch, wie es in Europa weitergeht, mit Italien, mit der Verschuldung, mit Frankreich auch, nicht ganz ungefährlich. Die werden wahrscheinlich die Verschuldung weiter erhöhen, mit den Gelbwesten, mit der Europawahl, die vor uns steht, mit populistischen Bestrebungen. Also, wir haben eine ganze Menge hier aufzuarbeiten. Gucken wir uns erstmal die aktuellen die Indexstände an und dann werden wir die auch natürlich schnell kommentieren und gleich mal im Vorwege nochmal die Moskauer Börse, Top-Performer der Welt, mal wieder mit plus 13%, bevor wir auf die anderen Indizes zu sprechen kommen. Das heißt, es lohnt sich, an den Ostbörsen zu investieren. Bestellen Sie deswegen und nicht nur deswegen jetzt schon mal den E-Stock-Trends. 3 Ausgaben zur Probe kosten nur 15 €. Und da haben wir auch wieder wirklich immer gute Anlagechancen, nicht nur in Russland, sondern in vielen osteuropäischen Ländern. Ich habe diesmal ein goldiges Musterpo aufgemacht, bin also bullish für Gold. Das war übrigens auch das Thema hier, können Sie es nochmal in einem Ausschnitt sehen, in ESTV Telebörsen, 29. Januar. Fondskongress Mannheim versuche ich dann immer gleich mit einem Interview zu verbinden, aber das ist geglückt mit Herrn Tilgen und Herrn Meinl von der BNP Paribas. Es geht dort um Rohstoffe, insbesondere um Gold und Silber, auch um Aluminium und die Industriemetalle, die Sie auch über ETCs handeln können von der BNP Paribas. Und das sind manchmal bessere Chancen als an den Aktienbörsen. Palladium im letzten Jahr zum Beispiel an die 20% gestiegen, aber war auch der einzige Rohstoff fast, der gestiegen ist. Nun kommen wir zu den Indexständen und dann zu weiteren Empfehlungen von mir. Der DAX bei 11.360 plus 1,39. Heute nochmal vor der Rede von Trump scheint das einen guten Ausgang zu haben. Wir haben ja mehr plus 5,8%
5%. Wirecard war ja wohl die Aktie der letzten Tage, die erst 25% eingebrochen waren aufgrund eines Berichts von der Financial Times, dass es Unregelmäßigkeiten in Singapur gegeben haben soll. Nun haben Wirecard ein Statement gemacht, da seien extern und so weiter. Daraufhin ist sie schon gestern um 14%, heute nochmal um 5% gestiegen auf 132 Euro. Und insgesamt glaube ich auch wird das Geschäftsmodell ausgehen, aber man muss natürlich genau gucken, was Financial Times da geschrieben hat und ob das nicht doch nachhaltige Wirkung haben kann. Der Euro-Stoxx bei 3.209 plus 1,17, also immer mit Stop-Loss absichern eine Wirecard, wenn Sie dort investiert sind. Der Euro-Stoxx bei 3.209 plus 1,17%, also da haben wir auch ein Plus von über 5%. Der Dow Jones bei 25.376 schon wieder plus 0,58%. Auch die glauben, dass Trump da eine gute Rede hält und wir sind immerhin schon plus fast 10% in diesem Jahr. Nikkei-Index ist um 4% schon gestiegen. Wir haben den CC-Index in Osteuropa bei 1.801 plus 0,5%, auch 5,74% gestiegen, also in etwa so viel wie der DAX, mit Polen, Ungarn, Tschechien im Boot. Insbesondere Polen und Ungarn haben seit November sehr stark aufgeholt und eine Jahresendrallye hingelegt. Das haben viele andere Weltbörsen nicht. Kasachstan kommt allmählich wieder, der KTX-Index, das ist ein Kursprodukt der Wiener Börse, den Sie auch handeln können, bei 337, minus 0,4% heute, aber insgesamt schon 10% gestiegen. Am besten aber mal wieder die Moskauer Börse, der RDX-Index, auch ein Kunstprodukt der Wiener Börse für die Hinterlegungszertifikate, also die Global Deposit Receipts, die in London gehandelt werden, bei 1483 plus 1,27% heute, aber plus 13% seit Jahresbeginn und damit, wie im letzten Jahr übrigens schon der Outperformer, wie in den letzten 3 Jahren. Plus 75% hat der RTS-Index auf US-Dollar-Basis gemacht. Der DAX ja nur mal knappe 20% jetzt in den letzten 3 Jahren und der Dow Jones auch nur seine 60%. Also Outperformer auch in den letzten 3 Jahren, Outperformer im letzten Jahr, Outperformer in diesem Jahr, die Moskauer Börse trotz US-Sanktionen und der Krim-Krise und alles, was danach kam, mit den US-Sanktionen. Der Euro und Rubel wird natürlich immer schwächer, wenn US-Sanktionen kommen sollten. Jetzt wurde schon wieder die nordische Pipeline in Angriff genommen. Das wird vielleicht möglicherweise für Sanktionen geben, aber ich glaube, sie wird zu Ende gebaut. Genauso wie dieses Seidenstraßenprojekt ein Dorn im Auge ist für die USA, ist auch die nordische Pipeline, die ja durch die Ostsee geht, bis nach Deutschland, ein Dorn im Auge für Trump und Co. Trotz dieser Belastung der Sanktionen, wie gesagt, sehr niedrige Bewertungen und immer noch sehr aussichtsreich russische Aktien. Ich komme gleich auf einen einzelnen zu sprechen. Der Rubel hat sich sehr stark stabilisiert, wird er bei 74,28. Der war ja noch zu Jahresbeginn bei 79 aufgrund der Angst vor Sanktionen im letzten Jahr. Übrigens die Sanktionen gegen Rusal, also gegen Oleg Deripaschka, haben sie aufgehoben und mal sehen, ob sie demnächst auch wieder gehandelt wird und gelistet wird. Die wurde ja delistet. Rusal ist der größte Aluminiumkonzern der Welt, mit Ausnahme von China, die auch sehr viel Aluminium produzieren. Und der sprang ja mal in die Höhe von 2000 auf 2500 im April letzten Jahres, als die Sanktionen waren, von 2000 auf 2500 US-Dollar, ist dann aber wieder unter 2000 US-Dollar gefallen. Aluminium ist jetzt auch in diesem Bereich, aber dann war ja auch noch Palladium stark gestiegen im letzten Jahr, wie ich schon erwähnt hatte, wovon wieder Norilsk Nickel produziert, wegen dieser Dieselgeschichte. Sie wissen, werden wieder mehr Benzinautos nachgefragt, wo ja da insbesondere Palladium als für den Katalysator gebraucht wird. Von daher ging Palladium durch die Decke auf über 1400 US-Dollar. Auch das können Sie mit ETCs, Exchange Traded Commodities, der BNP Paribas, ausnutzen. Der Euro und Rubel, wie gesagt, bei 74, der Euro und US-Dollar bei 1,14. Jetzt seitwärts, wenn wir über 1,16 geht, ein schwächerer US-Dollar wäre gut für Emerging Markets und für die Rohstoffe. Und insofern bin ich eher und glaube auch eher an einen schwächeren US-Dollar. Mal sehen, vielleicht bringt den Trump heute wieder mal um. Die US-Notenbank hat ja die Zinsen eine 180-Grad-Drehung gemacht. Und deswegen, ich werde einzelne gleich nochmal aufführen, insbesondere Dr. Jens Erhard ist sehr zuversichtlich für das erste Halbjahr. Der war ja auch einer der großen. Sie wissen, wer da war. Der war beim Fondskongress in Mannheim. War unter anderem Sarrazin, der natürlich das wichtige Problem der Integration und der
ja, doch Probleme mit den Moslems da thematisiert hat. Aber auch ein Herr Merz hat von der großen Gefahr von China gewarnt. Ich werde gleich auf die sehr wichtigen Vorträge nochmal eingehen, aber nochmal ganz kurz zu den wichtigen Indizes und Daten. Der Brentölpreis ist bei 62,23, der war schon bei 52, hat sich über 20% erholt. Gut für russische Ölaktien. WTI bei 54,07, heute allerdings etwas schwächer, minus 0,6%. WTI auch minus 1% schwächer bei 54 US-Dollar, aber der war ja auch schon unter 50. Gold bei 1314 hat sich ein bisschen erholt, aber tendiert jetzt seitwärts. Wenn Aktien wieder hochgehen, dann gibt es wieder eine kleine Ebbe bei Gold. Palladium wieder bei 1373, selten das Palladium höher notiert als Gold, aber ist immer noch der Fall. Bei 1373 plus 0,43%, Gold nur plus 0,19%. Die sind so in etwa auf dem Niveau wie vor einem Jahr, also da hat sich nicht viel abgespielt, aber bei Aktien sehr viel, wie Sie sehen. Silber auch bei 15,86, fast unverändert, tut sich auch noch nicht so viel. Nickel bei 12.945, wir waren schon unten etwas über 10.000, also auch gute 20% gestiegen. Der Bitcoin zum Euro bei 3.000, da würde ich momentan nicht reingehen. Also Fondskongress Mannheim, nochmal zu den wichtigen Vorträge und Meinungen. Das ist schon, da sind über 120 Aussteller, die ganzen Fondsmanager, sei es von Goldman Sachs, von JP Morgan, von Templeton. Übrigens Templeton, Mark Möbius hat sich da ja selbstständig gemacht, einen eigenen Fonds herausgebracht, der im letzten Jahr lanciert wurde. Der setzt mehr so auf Small Caps und Mid Caps bei Emerging Markets, unter anderem auch die X5 Retail Group in Russland und ist auch für polnische Aktien sehr bullish für eine, zum Beispiel Eurocash, das ist ein Konsumunternehmen aus Polen. Das nur mal am Rande, also Möbius selbstständig gemacht und eine kleine Boutique aufgemacht und es spricht von der neuen Dekade für die Emerging Markets, einem bullischen Szenario. Das hängt natürlich sehr viel auch von politischen Ereignissen, das hängt von US-Dollar ab, das hängt aber auch von der Zinsentwicklung ab, auf die ich jetzt nochmal eingehen werde. Also dann gab es ja den Dr. Jens Erhardt, der jedes Mal vor dem großen Podium referiert, oft auch einen Award bekommen. Sein Dividendenfonds hat immerhin nur minus 3% gemacht im letzten Jahr, das ist eigentlich ganz gut. Und er ist sehr zuversichtlich, weil die FED eben eine 180-Grad-Drehung gemacht hat. Der Herr Powell hat zum ersten Mal gesagt, okay, eine Zinspause im ersten Halbjahr und vorher haben sie aber auch Liquidität entzogen. Im letzten Jahr an die 600 Milliarden in der Summe, also 50 Milliarden US-Dollar, indem sie Wertpapierverkäufe getätigt haben und nicht Wertpapiere, also quasi die Schrottpapiere aufgekauft haben, wie es ja die EZB lange Zeit gemacht hat und möglicherweise werden die EZB auch wieder demnächst Bankkrediten für Italien zur Verfügung stellen zu 0%, um die italienischen Banken zu stützen. Also die FED hat eine 180-Grad-Kehrtwendung, denn erst hat der Powell ja gesagt, es kommt per Autopilot, gewissermaßen, also fast automatisch, 2 Zinserhöhungen in diesem Jahr und dann hat er erstmal schon sich ein bisschen gewandelt, Anfang Januar gesagt, okay, ich werde auch auf die Finanzmärkte mal hören, vielleicht hat er zwischendurch auch mal ein Gespräch mit Trump geführt, der sehr negativ gegenüber der FED und Powell eingestellt war und hat sich also tatsächlich um 180 Grad gedreht. Vielleicht hat auch Trump das geschafft, sei es drum. Die Mauer wird wahrscheinlich nicht gebaut, die Demokraten haben jetzt die Mehrheit dort und der Shutdown ist aber erstmal abgewendet, aber das kommt ja auch noch auf den Tisch. Viele Themen kommen eben noch auf den Tisch. Brexit bis März, ich rechne da wie gesagt mit einer Verschiebung, weil so schnell kann man sich da gar nicht einig werden, selbst wenn sie sich jetzt mit Nordirland da und Irland einigen können, dass es eine offene Grenze bleibt. Dann aber auch natürlich der US-Handelskrieg ist ja auch noch nicht entschieden mit China. Da hat man nur von den USA gehört, ja, das werden wir schon hinkriegen und so weiter, werden die Zölle vielleicht wieder senken oder ganz aufheben. Das ist aber noch nicht entschieden. Die Chinesen werden sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Dann, wie gesagt, Venezuela, auch nicht ganz unwichtig, auch wenn es dort eskalieren sollte, auch für den Ölpreis natürlich, wenn es da zu Lieferengpässen kommen sollte, auch mit dem Iran wieder. Iran ist auch noch nicht geklärt. Die Israelis bombardieren da lustig da immer weiter und kaum einer redet drüber. In Jemen übrigens
übrigens auch, das sollte ja der Krieg beendet werden, aber ich bin gespannt, ob das Saudi-Arabien auch macht. Ich meine, ein super Geschäft ist Saudi-Arabien. Saudi Aramco sollte übrigens im ersten Quartal an die Börse kommen. Es soll größte das IPO der Welt werden, aber das hängt natürlich vom Ölpreis ab und auch von Saudi-Arabien, ob sie das IPO jetzt machen. Sollte 2 Billionen US-Dollar mal wert sein, wollten die Saudis haben, dann 1 Billion und dann mal sehen, was dann tatsächlich sein wird bei Saudi Aramco. Aber auch deswegen wollen die natürlich einen höheren Ölpreis erstmal haben, zwischenzeitlich zumindest, um das IPO gut über die Bühne zu bekommen. Na, das sind ja wichtige Sachen. Dann haben wir natürlich auch andere wie den Atomabrüstungsvertrag. Dann haben wir natürlich auch die ganze Problematik um die OPEC und Öl. Nicht? Also OPEC wird natürlich gegenhalten. Wir haben das Frackingöl und Gas auch, was natürlich jetzt mehr von den USA produziert wird, an die 12 Millionen Barrel. OPEC wird nun mal 200.000 Barrel reduzieren, um einen Gleichgewichtspreis so zwischen 60 und 70 US-Dollar hinzukriegen. Mal sehen, ob sie es schaffen. Dann gibt es natürlich die russischen Ölaktien, die da sehr von profitieren. Lukoil mit einem neuen 5-Jahres-Hoch bei 71 Euro. Also wer da immer drin geblieben und in den letzten 5 Jahren, auch eine Novatec weiter gestiegen. Und da können Sie also wirklich gute Gewinne machen. Insofern lesen Sie auch jetzt mal den E-Stock-Trends. 3 Ausgaben zur Probe kosten ja nur 15 Euro. Ich habe auch ein goldiges Musterdepot aufgemacht. Podius Gold auch schon über 30% gestiegen. Schauen Sie auch mal das letzte Interview an in NTV Börse vom 29. Januar, wurde etwas später dann jetzt am Sonntag ausgestrahlt. Ging um Rohstoffe, wie gesagt, um Rohstoffaktien. Gazprom auch. Gazprom bei 4,32 hat auch recht gut performt in letzter Zeit, aber viele andere. Ich habe hier ein Dividendenportfolio mit den ganzen Rohstoffwerten, auch eine Norris Nickel, die vom Palladium und Nickelpreisen höheren profitieren, und ein Goldportfolio mit russischen Goldaktien. Schauen Sie sich das mal an, mit Stocktrends. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch, liken und auch teilen in Ihren Netzwerken. Ansonsten wünsche ich eine wunderschöne Woche. Ich weiß noch nicht, was Trump jetzt geredet hat. Bei ESTV. Wiederhören und schöne Woche so oder so.